Ich heiße Aubrey Pomeranz und ich leite das Archiv vom Jüdischen Museum Berlin. Vor uns liegt ein Torabinder, Wimpel genannt, der bei der Zerstörung der Wormser Synagoge während der Kristallnacht im November 1938 beschädigt wurde. Er ist auf Stoffwindeln gemacht, die ein Knabe bei seiner Beschneidung 8 Tage nach der Geburt getragen hat. Die deutsch-jüdische Tradition, solche Wimpeln anzufertigen, geht in das 16., sogar möglicherweise in das 15. Jahrhundert zurück. Auf sie wird in hebräischer Schrift der Name des Kindes und der seines Vaters geschrieben, sowie das Datum des Geburts nach dem jüdischen Kalender und ein Segensspruch. Dieser lautet: Er möge heranwachsen zur Torah, also zu Schriftenstudium, zur Chuppah, also zur Hochzeit unter den Baldichen, und zu guten Taten. Wenn das Kind zum ersten Mal in die Synagoge gebracht wird, zwischen dem 1. und dem 3. Lebensjahr, stiftet die Familie den für ihn angefertigten Wimpel und dieser wird um eine Torahrolle gewickelt. Auch später im Leben, zu wichtigen Anlässen des Jungen, wird der Wimpel um Torarollen gewickelt, nämlich bei seiner Bar Mitzwa und zu seiner Hochzeit. Dieser Wimpel war Teil einer einmaligen Sammlung von über 600 bestickten und bemalten Torawimpel, die dem 1924 gegründeten Jüdischen Museums in Worms gehörten. Sie entstammten einen Zeitraum von 1570 bis 1914. Das Museum befand sich im 1. Stock des Vorbaus der Frauensynagoge. Sie, wie auch die benachbarte Männersynagoge, die älteste Synagoge in Deutschland, wurden in der Nacht vom 9. bis zum 10. November 1938 vollständig zerstört. Fast das gesamte Inventar des Museums ging verloren. Von den Wimpeln konnten später nur 15 aus der Asche geborgen werden. Der Wimpel befindet sich in einer Vitrine im Epochenraum Katastrophe, welche die Gewalt während der Kristallnacht eindrücklich veranschaulicht. Er wird gezeigt mit einem Buchdeckel, der ebenfalls aus dem Jüdischen Museum Worms stammt, und einem Toraschild aus der Synagoge im Berliner Stadtteil Köpenick. Aus konservatorischen Gründen kann der Wimpel nur über eine begrenzte Zeit ausgestellt werden. Dank der Tatsache, dass wir vom Stadtarchiv Worms 8 Wimpeln als Dauerleihgabe erhalten haben, können wir sie austauschen. Somit werden wir über Jahre hinweg unserem Publikum diese einzigartige Exponate präsentieren können. Objekte, welche deutliche Spuren der damaligen Gewalt zeigen, sind selten. Auf der Suche nach solchen Exponate in Vorbereitung auf unsere neue Dauerausstellung bin ich nach Worms gefahren, um die Wimpel zu sichten. Sie haben einen überwältigenden Eindruck auf mich gemacht. Ich bin einerseits von ihrer Kunstfertigkeit fasziniert, andererseits von ihrer Gewaltspuren sehr berührt. Ihre Aussagekraft als Zeugnis der Zerstörung war mir sofort bewusst und sie sind in der Tat ein trauriges Highlight in der Dauerausstellung.